Jürgen Mauer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist einer von wenigen, der Kirchenfenster machen kann. Mehr als 200 seiner Fenster befinden sich in großen und kleinen Kirchen überall in Deutschland. Kein einfacher Job. Es geht ja nicht nur ums Einfache, sondern was einem Spaß macht. Und ich habe zum Glück mein Hobby zum Beruf gemacht. Kirchenfenster bestehen aus vielen Scheiben, eingebettet in einen Bleimantel. Sie sind Handwerkskunst in höchster Perfektion. Mit jeder Sache ist ein Stück von einem selber fertig geworden. Und das ist auch noch in Jahren und Jahrzehnten, selbst wenn man selber nicht mehr ist, sind die Werke von einem selber sind noch da. Und das finde ich einfach eine tolle Sache. Eitelborn im Westerwald. Eine neue Kapelle wird gebaut und, ganz wichtig für eine richtige Kapelle, die passenden Fenster. Eine Aufgabe für Jürgen Mauer. Ich mache jetzt eine Skizze, so wie die Fenster hier angeordnet sind, um die Maße, die ich jetzt gleich messe, zuordnen zu können. Profanes Ausmessen. Auch der Bau eines Kirchen- oder Kapellenfensters fängt also ganz klein an. Okay. 199 links. Die rechte Seite. Seine Frau hilft ihm. 193,1. Die Schwierigkeiten, die jetzt hier drin liegen, sind, das genaue Maß zu nehmen, weil das ist natürlich das A und O. Wenn sich jetzt hier vermessen wird, dann passen später natürlich die Fenster nicht. Die nächste Schwierigkeit ist, sich jetzt reinzudenken in die Kapelle auch und auch in die Gedanken der Leute, die das bestellen, dass das nachher alles eine Symbiose ist. 3 Fenster sollen gemacht werden. Das ist ja eine Stiftung, das ist eine Kapelle, die hier von Leuten aus Eitelborn errichtet wird. Der Kunde möchte einfache Fenster haben, die schon zu der Kapelle passen, aber nicht raumbestimmend sind. Es soll den Westerwald ein bisschen widerspiegeln, den wir hier momentan auch sehr schön durch die Fenster sehen. Die Fenster dürfen was Besonderes sein, sollen aber nicht den ganzen Raum erschlagen. Und aus diesem Grunde werden wir hier mit schlichten Farben und mit schlichten Formen den Raum ergänzen. Trotzdem wird das keine einfache Aufgabe. Bleiverglasungen für Kirchenfenster sind immer eine Herausforderung. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wohnort und Werkstatt von Jürgen Mauer. Er muss sich jetzt überlegen, wie die Fenster für die Kapelle aussehen sollen. Zuerst überträgt er die Fenstermaße. Aber dann wird's komplex. Ja, ich habe ja im Kopf schon so, wie der Entwurf später mal werden soll. Das ist bei mir schon im Kopf entstanden und dementsprechend versuche ich jetzt, diese Linien halt auf Papier zu bringen. Das ist natürlich auch die schwierigste Sache. Man sitzt vor einem weißen Stück Papier und weiß am Anfang nicht so richtig, wo man hinzeichnen soll. Aber wenigstens am Anfang ist es erstmal einfach. Jürgen Mauer muss Querverstrebungen einzeichnen. Verstärkungen, die der kunstvollen Bleiverglasung später Stabilität geben sollen. Es ist ja so, wenn Sie erst die Zeichnung machen und dann die Verstärkung da durchziehen, dann zerstören Sie die Zeichnung, die Sie vorher gemacht haben, das Malerische. Und aus diesem Grunde erst das Statische, um dann das Malerische, um die Statik drumherum zu malen. Und das Malerische kommt jetzt. Der erste Entwurf für seine Fenster. Besonders schwierig ist das größte, das linke Fenster. Jürgen Mauer ist als Künstler gefragt.
Oben ist für mich die Sonne, ist klar, das ist, glaube ich, schon ganz gut erkennbar. Dann sieht man hier, das soll im Grunde genommen wird das weiß, das soll so die Nebelschwaden sein im Herbst. Und von unten hatte ich mir so vorgestellt, unten das Element Wasser, dann kommt Erde, dann kommt Grün, Wald, Wiese und dann kommt Himmel und Horizont. Die Grundidee steht also. Das Fenster besteht später aus vielen kleinen, verschiedenfarbigen Glasscheiben, gehalten und abgetrennt von Bleiummantelungen. Jetzt werden viele Leute sagen, man kann noch nicht viel erkennen, das ist auch richtig. Ich weiß jetzt schon, wie ich mir das farblich vorstelle und um dem Kunden das jetzt auch zeigen zu können, wird das jetzt von mir noch aquarelliert, um dem Ganzen jetzt auch Leben einzuhauchen. Aber nicht nur für den Kunden ist dieser Entwurf wichtig. Auch Jürgen Mauer braucht ihn. Nur wenn er den Entwurf aquarelliert hat, weiß er, wie das Zusammenspiel der Farben funktioniert. Vorne sind die Farben immer kräftiger und wenn Sie dann die zweite, dritte Waldlinie sehen, wird immer heller. Und dann halt der Himmel dahinter ist nochmal heller. Und so will ich das hier auch darstellen. Wichtig ist auch mit verschiedenen Blau-, Grün- und Gelbtönen zu arbeiten. Wenn man in den Wald reinschaut, der Wald ist zwar auch grün, aber es sind halt Farbnuancen drin. Und desto mehr Farbnuancen drin ist, desto lebendiger wirkt das. Und gerade das größte Fenster soll das prächtigste werden, mit vielen Farbabstufungen. Es ist eine fast meditative Arbeit. Also hier ist eher so, dass man seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen kann. Weil wir haben bei dem Glas gibt es insgesamt 5000 verschiedene Farben und dann kann man natürlich schön aus dem Vollen schöpfen und das Fenster nachher als Laternenfenster zu einem leuchtenden Objekt werden zu lassen. Laternenfenster bedeutet, dass viel Licht in den Raum reinkommt. Dass es nicht so ist, dass es raumbestimmend ist, sondern es darum geht, möglichst viel Licht in den Innenraum strömen zu lassen. Das soll die Struktur des Glases darstellen. Das wird später ein weißes Glas mit sehr starken Lufteinschlüssen, das so ein bisschen schaumig wirkt. Soll dann den Nebel darstellen. Dann ist der Entwurf fertig. Im Maßstab 1:10. So soll das größte der 3 Fenster später aussehen. Der Kunde und Jürgen Mauer sind mit dem Entwurf zufrieden. Deswegen kommt als nächstes der größere, der 1:1 Aufriss. Daraus soll eine exakte Schablone werden. Jetzt muss man genau aufpassen, dass man die Millimeter genau einhält. Alles, was jetzt nicht genau ist, wird sich nachher multiplizieren und wird dann komplizierter beim Zuschneiden und auch nachher beim Bleien. Bleien ist der Fachbegriff dafür, wenn später die einzelnen Glasscheiben in eine Bleiummantelung eingefügt werden. Wichtig bei diesem großen Entwurf sind aber erst einmal die dicken Querverstrebungen. Um das komplette Gewicht der Bleiverglasung zu verteilen, haben wir hier halt diese Stahleinlagen reingemacht,
dass die obersten Scheiben nicht den Druck bis unten hingeben, sondern dass das jedes Mal hier aufgefangen wird. Bei dem nächsten im Grunde genommen hier auch wieder. Hier wird das Gewicht von dem mittleren Teil aufgefangen, sodass im Grunde genommen das Ganze etwas mehr verteilt ist und dadurch eine wunderbare Stabilität ergibt. Und das mit der Stabilität ist bei den kleinteiligen Bleiverglasungen besonders wichtig. Bei einer normalen Verglasung ist es ja eine Scheibe und hier haben wir ja zig verschiedene Scheiben. Quasi haben wir ja wie ein Netz, wie ein Bleinetz. Und es könnte sein, dass es nach unten den Druck weitergibt und dann eine Ausbeulung passiert. Und das verhindern wir, indem wir hier die Verstrebungen reinmachen. Bis jetzt steht aber erst ein Teil der späteren Schablone. Oben auf dem Dachboden der Werkstatt geht's ans Eingemachte. Mithilfe eines sogenannten Episkops wird die bunte 1:10 Skizze passend auf die angefangene 1:1 Schablone projiziert. Und jetzt können wir hier mit dem Kohlestift die Linien nachzeichnen, grob, damit wir wissen, wo ungefähr die Glasscheiben später liegen werden. Eine kleinteilige Angelegenheit und eine Arbeitsweise, die im Computerzeitalter etwas altmodisch wirkt. Es ist Handarbeit und es soll auch Handarbeit bleiben und es soll auch der Handstrich soll auch erkennbar sein. Kein Computerstrich. Wir wollen ja keine technische Zeichnung machen, sondern es soll ja eine künstlerische Zeichnung bleiben. Also Drucker wäre deshalb keine Option, weil unser Papier auch viel dicker ist als das, was normalerweise durch den Drucker geht. Und wenn wir nachher dann Knicke drin haben in dem Papier, dann haben wir ein Riesenproblem, dass wir unsere Schablonen nicht gerade bekommen. Die Arbeitsweise mit dem Kohlestift hat aber auch einen Nachteil. Sie ist nicht besonders genau. Das heißt, Jürgen Mauer muss alles nochmal mit einem Kurvenlineal nachzeichnen. Wenn man wie hier zum Beispiel so einen breiten Strich hat, dann weiß man ja nicht, soll man sich links oder rechts davon halten oder in der Mitte. Und aus diesem Grunde wird jetzt noch eine feine Linie gemacht, damit wir es exakt nachher wissen, wo wir mit der Schere herzugehen haben. Das Arbeiten mit dem Kurvenlineal ist eine Besonderheit. Also das Kurvenlineal ist dafür da, dass man individuell die Linien machen kann. Man hätte die Sonne ja auch mit einem Zirkel machen können, dann wäre es aber wieder eine technische Zeichnung. Und wir machen keine technische Zeichnung, sondern das Künstlerische, locker. Die Zeichnung ist nun fast fertig. Man sieht genau, wo später die einzelnen Glasscheiben sitzen werden und wo die Bleiummantelungen verlaufen. Also alles, was schwarz ist, das sind Bleilinien und die teilt uns ja die eine Scheibe zu der anderen. Und später gibt es im Grunde genommen einen Verbund. Wir flechten ja Glas, Blei, Glas, Blei, Glas. Und dann wird das eine ganz homogene Sache und jede Sache hat einen eigenen Farbton und dementsprechend können wir uns die Blätter später holen, die Farbblätter, und daraus die Scheiben schneiden. Aber bevor Jürgen Mauer die Glasscheiben zurechtschneiden kann, muss er erst noch schablonieren. Dafür werden zuerst die 55 Einzelteile des größten Fensters durchnummeriert und dann nach und nach ausgeschnitten. Jedes Einzelteil wird eine Glasscheibe.
Für das Ausschneiden wird eine Schablonierschere verwendet. Das Schwierige mit dieser Schere ist, erstens mal, sie schneidet direkt zweimal. Das ist sehr interessant und dadurch bekommen wir, schneidet uns die Schere genau so viel weg, wie später der Bleikern ist. Der Bleikern ist 1,75 mm und der muss ja weggeschnitten werden. Wenn ich das mit einer normalen Schere schneiden würde, dann würden ja nachher durch das Bleien, wird die Bleiverglasung wachsen. Und ich müsste am Ende im Grunde genommen was wegschneiden. Und wir würden ja auch ungleichmäßig wachsen. Hier sind zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Scheiben, das heißt nur 3 Bleie. Hier haben wir aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bleie. Hier würde ich mehr wachsen wie auf dieser Seite. Und aus diesem Grunde muss alles mit dieser Spezialschere, Schablonierschere ausgeschnitten werden. Damit es am Ende auf jeden Fall passt. Aber auch mit der Schablonierschere kann man nicht einfach so drauf losschneiden. Wichtig ist auch, dass man die Schnittkante richtig schön glatt hinbekommt, ohne Haken, weil man sonst später mit dem Glasschneider an den Haken hängen bleiben würde. Deshalb ist es ganz wichtig, dass hier eine ganz schöne glatte Linie ist durch das Schneiden mit der Schablonierschere. Am Ende sieht das Ganze aus wie ein großes Puzzle. Das wird auch noch ein Puzzle. Das wird noch interessant und spannend. Die Glasauswahl ist der nächste Schritt. Spezialglas für ganz spezielle Fenster. Das Glas wird mundgeblasen hergestellt, hat dadurch eine spezielle Maserung und dadurch wird das Licht so schön gebrochen. Nicht so gleichmäßig, sondern so total unterschiedlich. Mal sind die Blätter auch etwas dicker oder dünner und dementsprechend brillant kommen die Farben halt auch rüber. Für den Glasmalermeister Jürgen Mauer ist die Glasauswahl ein fast feierlicher Moment. Jetzt fangen wir erst mit Glas an zu arbeiten und das macht halt besonders viel Spaß. Jetzt kommen wir ja quasi erst so richtig in den Glaserbereich. Vorher war ja alles mehr technisch, jetzt kommen wir so richtig und arbeiten mit Glas. Die Gläser sollen später miteinander harmonieren. Die Farbkomposition ist wichtig. Von oben nach unten machen wir es jetzt so. Oben ist ganz leicht der Himmel angedeutet in einem Blau. Der geht dann über in einem leichtes Grau, wenn, sagen wir mal, wie Wolken sind. Dann kommt auch ein ganz leichtes Violett. Das hat man oftmals, wenn die Sonne aufgeht, so einen leichten Violettton. Danach kommen etwas stärker dann schon Wald und Wiese. Die Wiese wieder kräftiger wie der Wald. So, und dann gehen wir in den Erdbereich. Erstmal noch das Korn und dann der Boden und ganz zum Schluss unten das Wasser. Das ist dann ganz kräftig und über allem in der Ecke oben thront nachher die Sonne, die besonders kräftig dargestellt wird. Für diese idyllische Westerwaldlandschaft muss Jürgen Mauer jetzt die einzelnen Glasscheiben mit Hilfe der Schablonen zurechtschneiden. Dabei geht es auch darum, möglichst wenig Verschnitt zu haben. Schließlich sind die Scheiben recht teuer. Beim Schneiden muss Jürgen Mauer eine bestimmte Technik anwenden. Also man muss im Glasschneider 135 Grad genau den Winkel halten. Ganz wichtig ist, dass man mit dem Arm immer, dass das gleich bleibt, dass der Winkel gleich bleibt. Man darf nicht, sagen wir, wie mit einem Bleistift unter Umständen so malen, dann ist das Rädchen, läuft das nicht sauber. Und in dem Moment, wo es nicht sauber läuft, dann gibt es auch keinen guten Schnitt. Und ein guter Schnitt, der will gelernt sein. Glas schneiden und Glas schneiden sind zweierlei Sachen. Man kann an der Leiste vorbeischneiden, das kann fast jeder. Aber die Schwierigkeit ist, am Papier vorbeizuschneiden. Das ist die große, große Schwierigkeit.
die man auch nur mit sehr viel Routine erlernen kann. Und besonders viel Routine braucht man im Kurvenbereich. Schwierig wird es immer dann, wenn es in Kurven geht. Innenkurven ist natürlich, schneidet man ganz gerne ganz schnell ins Papier ein. Und bei Außenkurven ist immer die Gefahr, dass man wegläuft, also dass man wegschneidet vom Papier. Das Glas darf nur an der Schnittstelle brechen. Nach dem Schnitt wird jedes Einzelteil zurechtgekröselt. Wir kröseln jetzt die Ecken rund, das ist eine Kröselzange. Das heißt, wir machen die Ecken machen wir etwas rund, um nachher möglichst einfacher ins Bleinetz einschieben zu können. 55 Einzelteile allein für das größte der 3 Kapellenfenster. Dabei klappt natürlich nicht immer alles. Manchmal wird's schmerzhaft. Geschnitten nicht am Finger, öfters passiert, aber meistens nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub sind der ganze Hornhaut an den Finger weg und dann passiert es öfters. Sonst an für sich zum Glück selten. Das Finale beim Zuschnitt ist die Sonne. Wir nehmen jetzt Gläser, die sind mit Selen gefärbt. Selen ist ein seltenes Spurenelement und strahlt auch mit ganz wenig Licht, sodass selbst wenn abends es dunkel ist draußen, die Sonne immer leicht am Strahlen ist. Und wichtig ist jetzt so ein bisschen Kontrast hinzukriegen. In der Mitte wollen wir ein bisschen heller haben und nach außen hin wie so ein Lichtkranz. Die Sonne ist besonders kleinteilig. Sie besteht aus 17 Einzelteilen. Dann sind die Scheiben ausgeschnitten. Nicht nur für das größte, sondern gleich für alle 3 Kapellenfenster. Jetzt müssen die Scheiben nur noch miteinander zu einem Fenster verbunden werden. Aber zuerst wird noch eine Widmung eingetragen, der Name der Stifterin des größten Kapellenfensters. Das sind spezielle Glasmalfarben, die wir verwenden. Die werden nachher bei 630 Grad im Ofen eingebrannt. Glas wird bei 630 Grad weich und so kann die Farbe ins Glas eintreten und sich mit dem Glas verbinden. Fürs Einbrennen der Glasmalfarben nutzt Jürgen Mauer einen leistungsstarken Gasofen. Wir verwenden einen Gasofen, der ist zum Glück in 5 Minuten auf 630 Grad. Und schon nach 1,5 Stunden können wir das Glas wieder rausnehmen und weiter bearbeiten. Als nächstes wird das Kapellenfenster zusammengesetzt. Zuerst kommt der Rahmen dieser sogenannten Bleiverglasung dran, aber gerade der besteht nicht aus Blei. Außenrum kommt ein Blech, das ist zur Verstärkung, dass die Bleiverglasung außenrum schon mal eine gewisse Stabilität hat. Blei macht man außenrum nicht, das wäre zu weich. Das weiche Blei wird jetzt ausgesucht. Für das Innere des Fensters. Aber auch hier ist gleich zu Beginn der Kenner gefragt. Schließlich gibt es nicht nur eine Art von Blei. Ich schaue mir jetzt die Dicken der Bleie an. Wir haben verschiedene Überlappungen über das Glas, so von ganz dick bis auch ganz dünn. So, jetzt kann ich mit dem Blei beim Bleien noch so ein bisschen spielen. Das bringt noch so ein bisschen Lockerheit in die Bleiverglasung nachher ein. Das ist wie, man macht ja mal beim Malen einen dickeren Strich und einen dünneren Strich. Und so betonen wir jetzt mit dem Blei die verschiedenen Stärken. Dann geht's los mit dem sogenannten Bleien. Die Außenseiten der ersten Glasscheibe werden in den Blechrahmen gedrückt. Danach wird die Scheibe auf der anderen Seite fixiert und das erste Bleistück ans Glas geschoben.
Bleien ist Flechten. Wir machen ein Stück Glas, ein Stück Blei, ein Stück Glas, ein Stück Blei, sodass im Grunde genommen ein Geflechtssystem entsteht. Der Zusammenbau des größten und aufwendigsten Fensters dauert mehrere Stunden. Und es gibt einiges zu beachten. Um das Blei in Blei ineinander zu bekommen, müssen wir die Vorderenden stauchen, damit das ins nächste Blei sich einschiebt, um eine gute Stabilität zu erreichen. Es ist Millimeterarbeit, von der ersten bis zur letzten Scheibe. Nach etwa einer Stunde ist das erste Drittel des Fensters fertig. Jetzt wird eine der durchgehenden Querverstrebungen aus Blei mit Stahlkern eingebaut. Das ist die Verstärkung, die wir auch schon in der 1:1 Zeichnung genauso im Entwurf auch eingezeichnet haben. Das ist jetzt genau unten ein Drittel. Als nächstes kommt das Mitteldrittel und dann kommt das obere Drittel. Und jeweils dazwischen eine Verstrebung. Die geraden Linien sind einfach zu handhaben, aber in den Kurven zeigt sich sehr anschaulich, warum seit Jahrhunderten gerade Blei für diese Art von Fenstern verwendet wird. Also der Vorteil von Blei ist, dass es weich ist. Wir können jede Art von Kurven können wir damit biegen, was auch wichtig ist bei figürlichen Motiven. In dem Moment, wo es dann ins Figürliche reingeht, brauchen wir auf jeden Fall weiches Blei, was sich an das Glas anschmiegt. Trotzdem sind gerade die Kurven, wie bei der Sonne, eine Herausforderung für Jürgen Mauer. Also bei der Sonne ist schon die Schwierigkeit, die Stücke sind klein, sehr klein und sehr viel mit Spitzen, mit langen Spitzen, die man schneiden muss. Das ist natürlich schwieriger, als wenn man nur im rechten Winkel schneiden muss. Der Grund? Dort, wo die Gläser im Kurvenbereich Spitzen haben, muss auch die Bleiummantelung spitz zugeschnitten werden, damit sie passt. Anders als bei den geraden Linien. Höchste Perfektion ist gefragt. Ja, es ist alles Kleinarbeit. Da muss man auch sehr konzentriert bleiben, damit kein Glasstück kaputt geht und auch die Bleier nicht umknicken. Das ist auch eine große Gefahr, wenn man auf so engem Raum arbeitet, dass einem das Blei umknickt. Und das ist, muss man schon sehr aufpassen. Die Sonne ist fertig. Auch der Rest des 2 Meter großen Fensters ist gebleit. Jetzt kommt auch auf der anderen Seite der Blechrahmen dran.
Es hat alles gut funktioniert. Zuschnitt war gut. Das sieht man daran, dass ich exakt aufs Maß gekommen bin. Sehr stramm, aber gut. Keine Scheibe wackelt. Das heißt auch, dass ich sie nicht zu klein zugeschnitten habe. Es ist ein richtig fester Verbund durch das Bleien jetzt schon geworden. Ist ein gutes Zeichen. Also es ist immer wieder eine Freude, so eine Bleiverglasung zu machen, weil es macht einfach Spaß, den Entwurf, eine eigene Sache herzurichten. So, das sind alles Unikate, die wird es so nicht mehr geben. Nach dem Bleien ist das kunstvolle Fenster mit seinen bunten Scheiben, seinen dicken und dünnen Bleien aber nicht fertig. Es ist nämlich noch lange nicht stabil. Dafür muss es erst noch gelötet werden. Vor dem Löten überprüft Jürgen Mauer aber noch, ob alles sitzt und wo er gegebenenfalls nachbessern muss. Wo die Bleie sich treffen, an den Kreuzungen, werden die Bleie auseinander ausgerichtet. Weil jetzt kann man die Bleie noch ein bisschen schieben. Später, wenn es verlötet ist, geht das nicht mehr. Löten einer Bleiverglasung. Keine einfache Sache. Es fängt mit dem Pinsel an. Da, wo die Bleie sich treffen, an den Knotenpunkten, wird Stearinöl aufgetragen und dadurch verbindet sich das Zinn mit dem Blei. Stearinöl, Zinn und Blei, alles zusammen gibt eine feste Verbindung. Und damit das klappt, wird der Lötkolben auf 320 Grad erhitzt. Ganz wichtig ist, sehr heiß löten, dadurch zerfließt das Zinn sehr gut und es gibt schöne, flache Lötpunkte. Aber nicht so heiß, dass das Blei verbrennt. Verbrennt uns das Blei, können wir nochmal ganz von vorne anfangen. Das Löten ist also nicht einfach, aber sehr wichtig. Das ist eine lose Steckverbindung bisher. Und wenn wir jetzt die Leisten so lösen würden, ohne zu löten, würde alles wieder komplett auseinanderfallen. Nur in dem Moment, wo wir jetzt die Punkte, die Bleipunkte, die sich bei den Bleiverbindungen sich treffen, wenn wir die verlöten, haben wir eine Bleiverglasung, eine komplette Bleiverglasung. Schließlich ist das Fenster von der ersten Seite fertig gelötet. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo wir das erste Mal die Bleiverglasung im Ganzen sehen. Die Farben, die Bleie, alles gut. Sieht gut aus. Wir können weitermachen. Dann ist die zweite Seite dran. Jürgen Mauer unter Anspannung. Er muss sich sehr konzentrieren. Ja, es ist auch wichtig, dass man keinen Lötpunkt vergisst. Und den richtigen Zeitpunkt zum Löten zu erwischen, dass es nicht zu kalt und nicht zu heiß ist. Das ist schon ein bisschen heikel. Geschafft. Alles verlötet. Aber fertig ist das Kapellenfenster immer noch nicht. Es ist noch ziemlich wackelig. Schließlich ist es nur an den Ecken, den Verbindungsstellen verlötet. Deswegen geht es jetzt in einen anderen Raum der Werkstatt. Hier hat Jürgen Mauer diese braune Pampe vorbereitet. Das ist flüssig gemachter Leinölkit. Der kommt jetzt zwischen Glas
und Blei, der hat zwei Funktionen. Die erste Funktion ist, die Bleiverglasung stabil zu machen, dass es nachher eine Einheit ist, dass das Blei sich mit dem Glas mehr oder weniger verbindet. Das ist die Verbindungsmasse. Und zweitens ist es dafür da, Leinöl ist ja ein Öl und dadurch wird unsere Bleiverglasung regenfest, wasserfest. Beide Seiten des Fensters werden mit dem Leinölkit eingerieben. Das schöne Fenster. Eine ziemliche Sauerei. Das ist die unangenehmste Arbeit bei der ganzen Sache. Aber auch die muss geflissentlich gemacht werden, damit die Bleiverglasung dicht ist. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Allerdings einreiben allein reicht nicht. Wir drücken jetzt das Blei auf das Glas, damit in dem Hohlraum der Leinölkit bleibt, dass der uns nicht wieder rausläuft. Und so entsteht in der Mulde innen drin quasi eine Tasche, wo der Leinölkit für immer drin ist. Aber auch danach ist das Fenster noch nicht fertig. Als nächstes werden die Reste des Leinölkits abgerieben. Und dann wird das Fenster erneut eingerieben, dieses Mal mit einer Flüssigkeit. Das ist Kunstharzverdünnung. Damit lösen wir jetzt die restlichen Kitreste, die noch auf dem Glas sind und auf dem Blei, lösen wir an, damit das verflüssigt wird. Und dann können wir das jetzt mit dem Sägemehl wunderbar wieder aufnehmen. Und dann heißt es, wieder abreiben. Fertig. Jetzt muss alles 14 Tage trocknen. Genauso wie die anderen beiden Kapellenfenster, die Jürgen Mauer parallel zum großen Sonnenfenster gebaut hat. Es ist Zeit für ein erstes Begutachten. Es ist so geworden, wie ich mir das bei dem Entwurf auch schon vorgestellt habe. Von unten die ganzen Schichten, unten das Wasser, dann die Erde, Wiese, Wald und der Himmel. Und in der Mitte als Hauptsache dann diese Sonne, die alles überstrahlen soll. Genauso noch die Nebelschwaden, die wir hier noch reingezeichnet haben. Und es hat wunderbar funktioniert, auch beim Arbeiten. Es ist kein Stück Glas kaputt gegangen, weder beim Zuschneiden noch beim Bleien, sodass ich sehr zufrieden bin. Dann ist es Zeit. Zeit für den Einbau der Kapellenfenster in Eitelborn im Westerwald. Ein spannender Tag. Das Kunstwerk kommt an seinen Platz. Jetzt geht's los. Ankunft vor der Kapelle. Noch ist sie eine Baustelle. Sie wird bald eingeweiht. Die Fenster sollen das Highlight sein.
Aber bevor Jürgen Mauer die Fenster einbauen kann, wird wieder geputzt. Das ist so die nicht so schöne Arbeit, aber die gehört halt auch dazu. Es muss jetzt sauber sein, weil wenn die zwei Scheiben nachher gegeneinander kommen, kommt man später nicht mehr dran und dann sieht man die Flecken. Und das wäre ja nicht schön. Das stört dann die Bleiverglasung. Das heißt, die Bleiverglasung kommt an die Innenseite des normalen Fensters. So ist sie optimal geschützt. Jetzt kommt der Einbau. Die Spannung steigt. Die größte Schwierigkeit wäre, wenn es nicht passen würde. Aber das wollen wir nicht hoffen. Ja, das ist so dieser letzte Kick. So, und vor allen Dingen dann, wenn man es dann auch richtig im Rahmen sieht. Weil bis jetzt haben wir ja immer die Bleiverglasung ohne Rahmen gesehen. Das ist quasi wie ein Bild ohne Passepartout. Oh, oh, ganz schön eng. Es passt tatsächlich nicht ganz, oder doch? Außenrum sind ja Bleche und die sollen ja die Scheiben halten, bis das im Rahmen ist. Und durch das Kitten, was wir in der Werkstatt gemacht haben, kann es schon mal sein, dass da was flüssige Leinölkit reinläuft und dadurch das Blech ausbeult. Und das musste ich ein bisschen rauskratzen und schon passte die Verglasung. Jetzt sitzt das Fenster. Aber richtig fest ist es noch nicht. Die Holzleisten fehlen noch. Die Holzleisten, die wir jetzt noch dran gemacht haben, sind nur dafür gedacht, dass die Bleiverglasung nicht aus dem Rahmen fällt. So kann man auch jederzeit, wenn mal was sein sollte, auch wieder dran. Und immer noch lauern Tücken. Wir arbeiten mit Glas, ein falscher Handgriff und schon knackt es. Es ist ein spröder Werkstoff. Von daher ist man immer froh, wenn die letzte Schraube in der Leiste ist und alles hervorragend funktioniert hat. Nach dem großen Sonnenfenster baut Jürgen Mauer auch die anderen beiden Bleiverglasungen ein. Die passen auf Anhieb. Gleich ist alles fertig. Mittlerweile sind auch die Mitglieder des Eitelborner Kapellenvereins gekommen. Sie wollen die neuen Fenster ihrer neuen Kapelle bestaunen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gibt der Kapelle so die richtige Würze, den richtigen Rahmen, denke ich einmal. Das ist auch das Richtige, was hier hingehört, in den Westerwald mit den Farben. Felder, Grün, Wald, wunderschön. Seit mehr als 35 Jahren baut Jürgen Mauer Kirchenfenster. Es ist ein ungewöhnliches Handwerk mit einer langen Tradition. Also der Beruf macht enorm viel Spaß und man ist mit jedem Gewerk, was man fertigstellt, wahnsinnig stolz. Das kann nicht jeder. Man kann es nicht mit Computer oder sonstigen Werkzeugen machen. Es ist reine Handarbeit und bleibt reine Handarbeit. Und das ist das Schöne, dass ich das kann.